Wir sind jetzt gerade sinnlos hintergefahren. Totale Miststraße hier. Einfach nur Berge, Hucke. Und ist einfach nichts. Gar nichts da hinten. Nix. Over my shoulder at the sun, and it's an open door, and I fall inside this Familienunboxing. Jedes Mal vergesse ich dieses Auto. Man muss mal vorher das Auto aufmachen. Wenn man es nicht macht, geht jetzt mal die Hupe an. Lass mal vorne, oder? Ist es schön aufgeräumt hier drin? Naja, also auf jeden Fall, glaube ich. Warte mal, ich muss gucken. Naja, nein, eher nicht. Eher nicht. Aber hinten sitzt ja eh keiner. Wozu braucht man Wasser? Damit man nicht verdurstet in der Wüste. Wir sind jetzt im Etosha Nationalpark. Sind jetzt gerade eben durchgefahren mussten ein paar Formulare ausfüllen, also Adresse, Name, Nummernschild und eine kleine Gebühr bezahlen. Die sollen wir erst am Ausgang bezahlen. Für 2 Personen 170 namibische Dollar. Und hinter uns sieht man schon ein paar Büffel. Ja, und ja, sind gerade eben kurz nach dem Eingang ausgestiegen, was man hier nicht darf. Da sind ja schon die Ranger gekommen, haben gesagt, nicht aus dem Auto aussteigen. Ansonsten waren die Ranger sehr freundlich gewesen und einer wollte noch, der ist wahrscheinlich lernt gerade Deutsch, den sollte man noch ein paar deutsche Vokabeln aufschreiben, so dass er Deutsch lernen kann. Oder auch die deutschen Touristen begrüßen. So genau hat man es nicht nachgefragt. Auf jeden Fall sehr nett gewesen. Wichtig ist noch zu wissen in diesem Park, aufgrund der Gefahren hier, die hier lauern, wie auch hinten diese ganzen kleinen Wildschweine, auch Pumpas genannt, mit ihren großen Hörnern, dass euch da nichts passiert. Und wenn man ganz dringend mal muss, sollte man immer eine leere Flasche dabei haben, damit die Sache hier nicht in die Hose geht. Ja, wir werden jetzt weiterfahren und gucken, was uns noch so alles erwartet hier. Mal stehen. Stehen bleiben. Du bleibst auch stehen. Das ist der Palast von König Simba. I tell them come fuck with the gang. I tell them don't fuck with the gang. It's time to fuck up the whole gang. Come fuck with the mob. Shout out to the lords and the gods. In love with my bitch cause she vibe. My eyes like the stars. I tell that bitch cover your eyes. Cause fucking with me you go blind. She losing her mind. We kissed the Frank Ocean and blind. Convincing my bitch to go blonde. Was born in the dark. I kid you, you open my blinds. On yams and that's word to my mom. Modular man with cases I'm still trying to beat. A bunch of shit from a long time ago. Wir sitzen jetzt hier in Anruhe neben Elefanten, der macht sich hier gerade seinen Mittag. Ja, frisst er die ganzen Bäume auf und frisst ja gleich gefühlt den ganzen Baum hier mit. Ja, und die lassen sich überhaupt nicht stören und wir können uns hier auch Ruhe immer beobachten beim Essen. Wir suchen nach was zu essen. Wir sind auf dem Weg zu einer Lodge und hoffentlich hat die auch was zu essen mitten in der Etosha. Wir haben es endlich gefunden hier. Und hoffentlich haben die jetzt auch was zu essen. Ich hab Hunger. Und? Wir sind jetzt gerade sinnlos hintergefahren. Totale Miststraße hier. Einfach nur Berge, Hucke. Und ist einfach nichts. Gar nichts da hinten. Nix. Ah. Aber der Corolla macht alles mit hier.
egal, ich habe gar nicht nötig, so einen teuren Geländewagen mir zu mieten. Dieser kleine Corolla für, keine Ahnung, 700 Euro für 3,5 Wochen, der macht es genauso. Und ich bin ganz stolz auf ihn. Also wenn ihr ein bisschen Geld sparen wollt, das ist alles Propaganda der Geländewagenindustrie, dass ihr hier Geländewagen braucht. Die wollen euch einfach nur das Geld aus der Tasche ziehen. Im Nordwesten, da gibt es sehr viele Offroad-Strecken noch, da lohnt sich das wirklich. Aber so die meisten, die eben nur für 2 Wochen herkommen, die Hauptsehenswürdigkeiten abfahren, es ist alles soweit gut ausgebaut und mal die Straße, sagen wir, die ist besonders schlecht in dem Fall. Da kannst du alles hier mit einem normalen Auto fahren. Ja? Spart man sich sehr, sehr viel Geld. So sieht eine gute Toilette in Etosha Nationalpark aus. Sehr luftig, mal gut Licht hier drin. Also alles einwandfrei, auch alles schön sauber. Na gut, ich finde Klobürste, aber das kann man ja nicht ändern. Da kann man ja nichts machen. Aber ich bin eigentlich sehr zufrieden. Hier ist Klopapier, also alles da, alles was das Herz begehrt. Wie sieht es denn mit der Spülung aus? Es gibt keine Spülung. Es gibt auch keine, ja. Aber wenn ich mir die Umgebung hier so angucke, bin ich doch positiv überrascht. Und wenn die mal hier wegsperren willst, kannst du schön einschließen und hier was davor machen. Und warum hast du eigentlich direkt vor der Frauentoilette geparkt? Weil da der Schatten ist. Außerdem duftet es auch sehr gut. Bei den Damen ist hier, sieht man eindeutig, ist es mit dem Licht hier ein bisschen schwieriger Verhältnisse. Da ist es einfach viel zu dunkel. Die Männertoilette ist doch in einer bedeutend besseren Verfassung. Da vorne seht ihr eine Fata Morgana. Es sieht aus wie Wasser, aber ist kein Wasser. Es ist eine Luftspiegelung. Und es sieht so aus in dieser Salzsee, dieser ausgetrocknete Salzsee, als ob da Wasser drin wäre, obwohl da kein Wasser drin ist. Wir stehen gerade mitten im Nichts. Das ist dieser große Salzsee. Und wie man weit und breit überall hier sieht, ist einfach nichts. Die Größe war damals ungefähr 100.000 Quadratkilometer gewesen, was den ganzen Nationalpark betrifft. Etosha heißt großer weißer Platz und wurde 1907 Naturschutzgebiet. Das hatte Friedrich von Lindenquist, wo es noch Deutsch-Südwestafrika war, als Naturschutzgebiet erklärt, weil es ja so viel Wilderei gab und die Tierbestände fast ausgestorben hier waren. Und aus dem Grund hat man das gemacht damals. Nachdem hat sich der Wildbestand wieder verbessert, ist wieder nach oben gegangen. Und das kam auch dadurch, dass künstliche Wasserlöcher oder Wasserplätze gebohrt wurden. Also es gibt 34 natürliche Wasserlöcher im Etosha Nationalpark und 39 künstliche. 1964 wurde der als Nationalpark erklärt, und aber viel, viel kleiner. Es war nur noch 22.000 Quadratkilometer groß gewesen. Und der Etosha Nationalpark ist der meistbesuchteste Nationalpark in Namibia und hat ungefähr 200.000 Besucher pro Jahr.
Guten Appetit, also es soll hier original Deutsch Südwest Ist einfach. Soße sein. Und da bin ich extrem gespannt, wie das jetzt schmeckt. Oh ja, das ist lecker, die Soße. Ich bin jetzt in Zoomap in Backpackers und ja, ich stehe gerade in der Bar und Etosha war heute wunderschön gewesen. Wir haben viele Tiere gesehen. Elefanten, Giraffen, Zebras, Büffel. Ja, es war wunderschön gewesen. Vor allem die Tiere waren in diesen, ja, wie sagen wir, Wasserlöchern gewesen, all drumherum. Also wirklich alles, was so an der Tierwelt zu sehen gibt. Und ja, Löwen haben wir leider nicht gesehen und Raubkatzen. Das ist ein bisschen schade gewesen. Ja, und wir kommen jetzt langsam wieder zum Highlight des Abends. Was euch heute erwartet, ist ein Tafel Lightbier. Lager, hat 4 Umdrehungen und ist gebraut in Namibia. Was hat es gekostet? 12 namibische Dollar. Und so diese Lightbiers haben meistens einen Drehverschluss und den machen wir heute Gebrauch. Da können wir heute nicht so kreativ sein. Nehmen wir mal einen kräftigen Zug. Also Lightbier, muss ich immer sagen, das läuft immer sehr gut, dadurch, dass es ja, nicht so viel Alkohol hat. Und ist besonders gut bei warmen Tagen, wie wir es heute hatten. Da läuft es richtig gut, ist man sofort besoffen. Das ist das Bier, was man gut tagsüber mal zu sich nehmen kann. Und ja, ich gebe es 7 von 10 Sterne. Das ist auf jeden Fall absolut gut für so ein schönes Lightbier. Kann ich euch empfehlen, wenn ihr mal ja, bei warmen Sommerstunden kann man das mal trinken. Und ich werde morgen hier mit dem Auto weiterfahren. Und wenn ihr das sehen wollt, liked den Kanal, abonniert den Kanal und ja, und wir sehen uns morgen. Bis dahin. Tschüss. Ach, und Prost.